Hallo zusammen, ich bin Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind heute zusammen im Allgäu unterwegs und zwar genauer bei Oberjoch. Und heute geht's über den Schmugglersteig auf den Iseler Grat. Ja, kleine feine Rundtour von knapp 10 Kilometern, soliden gut 700 Höhenmetern. Ein paar Also- Gipfel sind dabei. Wir können euch sagen, man kommt ordentlich ins Schwitzen, aber man hat auch eine sagenhafte Aussicht. Wir sind nämlich hier schon mittendrin. Genau, Top-Gratwanderung, wie ihr seht. Und wenn ihr wissen wollt, wie der ganze Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war an der Talstation der Witagbahn. Beim Blick auf das heutige Tourenziel war Anne direkt begeistert. Und da unser Ziel, der Iseler Grat, weit oben lag, ging es auch direkt vom Start weg bergan. Kaum den Parkplatz verlassen, ging es über geschotterten Pfad und kurz darauf über Wurzeln und Steine der ersten Bergwiese entgegen. So schön am frühen Morgen mit den Blumen da in der Sonne. Und wir auf dem Weg nach oben. In der Tat, die Morgensonne tauchte die Wiesen in schönes Licht, während wir zunächst recht schattig unter Bäumen Schritt für Schritt bergan wanderten. So, bis hierhin war es ein ziemlich schweißtreibender Anstieg schon, obwohl wir uns Mühe gegeben haben, heute früh zu starten. Aber bei angesagten über 30 Grad, bringt der Morgen dann auch nicht mehr so viel. War steil, wie gesagt, aber die Aussicht, das hat sich jetzt schon gelohnt. Jetzt sind wir hier am Schmugglersteig angekommen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht. Nun erstmal war der Weg versperrt. Klassisch Allgäu ging es nun immer wieder über Weiden. Aber was hat es denn mit dem von soeben erwähnten Schmugglersteig auf sich? Wie ein Steig sieht der Weg hier nicht gerade aus, auch wenn Tobi über einen Zaun steigen musste. Der Schmugglersteig ist ein kurzer, gerade einmal 4,3 Kilometer langer Familienwanderweg, dem wir heute bei Auf- und Abstieg auf etwa der Hälfte seiner Strecke folgten. Der Themenweg beruht auf einem alten Schmugglerweg zwischen dem Tiroler Wannenjoch und dem bayerischen Iseler. Zu den häufigsten hier geschmuggelten Waren zählten Tabak, Kaffee, Gewürze, Alkohol und Stoffe. Am Schmugglersee verließen wir den Schmugglersteig vorerst und wandten uns dem Anstieg zum Iseler bzw. dem gleichnamigen Grat zu. Waren wir am Morgen noch alleine unterwegs gewesen, wurde der Weg ab hier deutlich voller. Warum? Nun, der eben passierte Lift hatte seinen täglichen Betrieb aufgenommen und beförderte zahlreiche Wanderer und Kletterer bis auf Höhe des Sees. super Aussicht, Premium-Wetter, so lässt sich's wandern. Und diese Begeisterung bei Tobi trotz der zu überwindenden Höhenmeter. Da muss der Weg wirklich gut sein. Der Gipfel bzw. der Grat waren noch ein ganzes Stück entfernt und so ging es weiter fröhlich bergauf. Da drüben waren wir auch schon unterwegs gewesen, gerade vor ein paar Wochen. Hier dieser Grasgipfel ist der große Hirschberg. Links nebendran der Spießer und vorne an dem Felsigen habt ihr den Hirschberg. Und den Tobel dazu. Und den Tobel, den Hirschbach-Tobel seht ihr auch, genau. Und hinten dran mit dem Türmchen drauf, der Gründen, da war zumindest ich auch schon oben gewesen. Gibt zu allem Videos, verlinke ich euch auch.
Klettersteig. Sehr verlockend. Aber wir haben weder Set dabei, noch wollen wir jetzt einen BC-Klettersteig für den Anfang machen. Aber wer weiß, vielleicht in Zukunft. Ich wäre dabei. Anne und die Kletterei. Da wird wohl noch einiges auf mich zukommen. Aber für heute tat es auch der felsige, leicht kraxelige Anstieg auf den Iseler. Man muss ja nicht immer gleich mit den schweren Sachen beginnen. Da hat er recht, der Tobi. Der Wanderweg heute war wohl auch aufgrund des großen Andrangs auf den Klettersteig die bessere Wahl. So konnten wir immerhin frei entscheiden, wann und wo wir stehen blieben, um die fantastische Aussicht rundherum zu genießen und so auch immer mal wieder kurz zu verschnaufen. Kurz vorm Gipfel des Iseler machten wir noch einen kleinen Abstecher zu einem Aussichtspunkt. Nicht, dass man bis hierhin nicht ohnehin schon genug Aussicht bekommen hätte. Aber ihr wisst ja, ein bisschen mehr als die geplante Tour geht bei uns fast immer. Gelohnt hatte sich der Abstecher, hat man vom Aussichtspunkt doch eine herrliche Rundumsicht. Nun aber wieder zurück und ab in Richtung Gipfel. Ihr erinnert euch noch an den Einstieg des Klettersteigs eben? Nun, hier seht ihr einen Teil davon. Dort an der Felswand könnt ihr die Kletterer sehen. War wirklich ziemlich voll die Route. Dementsprechend voll war auch der Gipfel, war doch der Ausstieg des ersten Teils des Klettersteigs direkt am Gipfel. Da auch ohne uns am Gipfel schon genug los war, begaben wir uns ohne größere Pause direkt auf die Gratwanderung. Natürlich mit weiterhin super Aussicht. Hier nochmal ein kleiner Rückblick zum gut besuchten Iseler Gipfel. Auf der Gratwanderung ging es dann in stetem Wechsel mal bergab und mal bergan. Dabei führte uns der Pfad mal recht gemütlich über Schotter oder Erde, mal versichert oder auch nicht über Fels, mal durch Wiese und mal durch Latschen. Bei der Abwechslung und der Aussicht schwebten wir förmlich über den Gratweg. Auch wenn wir am Morgen zeitig gestartet waren und der Weg uns so beflügelte, wurde es dann doch aufgrund der Temperatur und Sonneneinstrahlung sehr schweißtreibend, sodass die ein oder andere kurze Trinkpause auf dem Grat vonnöten war.
Tobi hat den Höhepunkt erreicht. So schaut's aus. Höchster Punkt der Tour, 1908 Meter. Geile Gratwanderung, geile Blicke. Es macht richtig Laune. Aber was man sagen muss, hier oben steppt der Bär. Also hier ist unglaublich viel los. Ja, aber gut. So ist es halt. Auch wenn auf dem Grat recht viel los war, lohnt der Abschnitt auf jeden Fall. Bis zum Gratende hin war die Aussicht einfach traumhaft und brachte uns auf unsere Tourenidee für den nächsten Tag. Kleiner Spoiler fürs nächste Video: Es ging tags darauf für uns auf Zinken und Sorgschrofen. Bei so viel Wanderspaß kam natürlich auch der Unsinn nicht zu kurz. Wie findet ihr denn Tobis Gipfelpose? Gipfelkreuz. Da war ich etwas vorschnell. Nach dem Iseler Gipfelkreuz passierten wir erst etwas später, nämlich an der Kügundspitz beim Abstieg, ein weiteres Kreuz. Da ja immer mal wieder Fragen kommen, wie Anne das denn alles macht, nun, dazu kann ich euch nur antworten mit Links. Wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Der Abstieg war dann fast genauso schön zu wandern wie der Grat selbst. Der Weg schlängelte sich über Schotter und felsige Passagen, die immer mal wieder auch seilversichert und mit Stahltritten oder Stiften versehen waren. Sehr abwechslungsreich bergab. So anstrengend unsere Wandertouren vor der Kamera auch aussehen mögen. Die wahre Herausforderung findet meist hinter der Kamera statt. Ja, mach mal schneller, ich werde angekrabbelt. Du hast das eklig. Ich kann nicht pusten. Oh, ist das widerlich. Es krabbelt am Hals lang. Ihr hört, Anne zeigt in mehrfacher Hinsicht vollen Einsatz hinter der Kamera. Nun verfolgen wir aber den weiteren Abstieg vor der Kamera weiter. Na, was haben wir denn hier? Anne hat in luftigen Höhen einen Grenzstein entdeckt und konnte mal wieder nicht widerstehen. Und da war er wieder, der Schmugglerpfad. Unweit eines Grenzpostens, mit denen früher versucht wurde, der Schmuggelei Einhalt zu gebieten, trafen wir wieder auf den Themenweg. Ab hier wurde der Weg dann auch wieder deutlich entspannter. Schmal nach wie vor, aber die Kraxelei lag nun leider hinter uns. Dass der Weg nun leichter war, störte uns aber nicht weiter. Hatten wir von den Temperaturen her doch mittlerweile die volle Mittagshitze erreicht. So, jetzt sind wir gleich unten. Langsam auch genug. Die Mittagshitze, die hat begonnen. Jetzt freuen wir uns auf Schwimmbad. Na, ganz so weit sind wir noch nicht.
entdeckten wir doch unweit eines Liftes eine spannende, etwas versteckt liegende Hütte. Ein Schmugglernest. Wie aufregend. Nun, zumindest für mich. Tobi machte es sich lieber im Schatten bequem. Ich war neugierig und warf einen Blick hinein. Schmuggelware gab es keine. Und zum Glück waren auch keine Schmuggler zu Hause. An dieser Stelle kamen wir am Morgen den Berg hinauf und folgten hier nun auf gleichem Weg wieder den Berg hinab zum Parkplatz. Ja, da haben wir es geschafft. Der Schmugglersteig und der Iseler Grat sind erwandert. Und es hat uns beiden richtig viel Spaß gemacht. Vor allem, weil wir heute Morgen doch mal für unsere Verhältnisse sehr früh losgekommen sind. Da war es noch kühl. Genau, weil der Weg ist doch abschnittsweise relativ steil und man hat auch schön viel Kraxelei zwischendrin. Dafür sehr wenig Schatten und ihr seht strahlend blauer Himmel, dementsprechend brutzelt es von oben runter und ich habe glorreich mein Hütchen zu Hause vergessen. Also mir geht es heute nicht ganz so gut wie der Anne, was das angeht. Ja, der Weg hat uns hier und da ein bisschen an die Nagelflughette erinnert, die wir gelaufen sind. Ja, stellenweise auf jeden Fall. Nicht ganz so gut, was die Aussicht angeht, aber für eine Tagestour. Ja, also Tagestour war sehr schick gewesen. Man hat einiges rundherum gesehen, auch von dem, was wir ja in der Vergangenheit schon gemacht haben. Das ist dann ganz nett, wenn man dann wirklich anfängt, sich auch mal in der Region besser auszukennen, was man da so alles sieht. Ja, ansonsten, da oben ist richtig viel los. Da läuft noch der Edelried-Klettersteig, der ist sehr gut besucht. Aber auch davon abgesehen, Wanderer noch und nöcher, was auch mit daran liegt, dass da ab 9 Uhr ein Sessellift fährt. Der war auch ab früh morgens dann direkt, wo es losging. Voll. Voll, ja. Was ich noch schön fand an der Tour, wo wir aufgestiegen sind, die erste Alpe, wo wir dran vorbeikamen, an diesem Wasserreservoir, da kann man baden. Da könnte man baden, wenn sie schon aufgehört hätten so früh. Ja, wir haben aber den einen oder anderen von oben gesehen, also es ist bestimmt toll. Ja, das mit dem Baden greife ich dann gleich mal auf, weil wir wollen jetzt noch ins Schwimmbad. Dementsprechend war es das für heute wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.